Für die Apps, von denen sie gesteuert werden, sind sie nur Zahlen. Zu Tausenden fahren sie das Essen aus. Doch ihre Geschichten sind unbekannt. Ich würde so gerne direkt in diese Kamera sprechen, ohne verschwommenes Gesicht. Aber für den Moment müssen wir im Verborgenen bleiben. Sie leben in Angst vor ihren Chefs, ihren Schulden, dem ständigen Druck. Ja, Uber. Lieferfahrer für Wolt, Uber Eats und Lieferando, viele aus Indien. Von Apps gesteuert, von Kriminellen ausgebeutet. Vor aller Augen und doch unsichtbar. Die Gesellschaft weiß doch nicht, was mit uns geschieht. Alle sehen in uns nur die Typen, die das Essen ausliefern. Vor dem Berliner Arbeitsgericht versammeln sich Lieferkuriere. Es geht um ihre Arbeitsbedingungen. Das ist systematische Ausbeutung von migrantischen Arbeitern. Warum machen keine Deutschen diese Jobs? Wegen ihr sind sie heute hier, Shivani Sharma. Es fällt mir nicht leicht, vor Gericht zu gehen. Da macht man schon so Phasen durch, mental und emotional. Aber mit dieser Unterstützung hier, das motiviert mich wirklich. Mit all den Leuten hier werden wir das gewinnen. Am Rande des Protests trifft sie ihren Anwalt Martin Bechert. Shivani Sharma verklagt die Lieferplattform Wolt, um ihren ausstehenden Lohn zu bekommen. Es geht um die Zeit, als sie von Indien nach Berlin kam, zum Studium. Um das zu finanzieren, suchte sie Arbeit und erhielt den Kontakt zu einem Subunternehmer von Wolt. Der hat sie zu einem Handyladen in Neukölln geführt. Dort zeigte Shivani ihre Aufenthaltserlaubnis und weitere Nachweise vor. Kurz danach wurde sie für die Wolt-App freigeschaltet und sie begann, Essen auszuliefern. 3 Monate lang, ohne, wie sie sagt, ihren Lohn zu erhalten. 3.500 €. Mit anderen Fahrern beschwert sie sich in dem Handyladen, doch der Besitzer sei verreist, heißt es dort, mitsamt dem Geld der Fahrer. Einige Tage darauf habe der Besitzer sie angerufen. Ich war damals in der Uni und er bedrohte mich am Telefon. Du kannst das mit mir nicht aufnehmen. Ich habe richtig viel Geld, da kannst du machen, was du willst. Danach haben wir entschieden, jetzt ziehen wir vors Gericht. Ein Lieferfahrer, der unerkannt bleiben will. Aus Angst vor seinen Chefs. Wir nennen ihn Lovepreet Singh. Über Monate haben wir ihn begleitet. Er ist auf dem Weg zu seiner Gehaltsauszahlung. Kurz vorher wurde ihm mitgeteilt, wo er zu erscheinen hat. Er soll den Teil seines Lohns abholen, den er als Schwarzgeld bekommt. Sein Arbeitsvertrag für Teilzeit ist nur zum Schein. Der Vertrag ist nur für die Behörden. Den Teil überweisen Sie aufs Konto, den Rest geben Sie dir Cash auf die Hand. So arbeiten viele Flotten mit Bargeld. Und weißt du, die haben Angst vorm Zoll, dass er sie erwischt. Lovepreets Chef ist ein Subunternehmer von Uber Eats, ein sogenannter Flottenpartner. Er rekrutiert die Fahrer und bezahlt sie. Was ist? Den Rest des Geldes überweist du heute oder morgen? Schon überwiesen. Kommt. Morgen oder übermorgen. Den Umschlag musst du gut verstecken. Ja, ja. Und noch was. Dein Umschlag ist echt dünn. Du musst härter arbeiten. Und du musst wissen, Uber feuert Low-Performer. Das ist kein Scherz. Wenn du einen Job willst, streng dich mehr an, okay? Okay. Sie ist der Chef.
Die kicken mich und dich raus. Arbeite härter, okay? Und tschüss. Lovepreet wird nach Umsatz bezahlt, nicht nach Stunden. Sein Chef will das so, obwohl das in Deutschland für solche Essenslieferkuriere nicht erlaubt ist. Deshalb errichtet sein Chef ein ausgeklügeltes Betrugs- und Abrechnungssystem. Zur Verschleierung zahlt er sogar Krankenkassenbeiträge. Dieses Geld holt er sich von Lovepreet zurück und zieht vom Lohn noch 30% ab. Über einen Monat haben wir alle Arbeitstage dokumentiert. Am Ende bleibt Lovepreet ein Stundenlohn von 7,01 €, rund die Hälfte des Mindestlohns. Uber Eats schreibt auf unsere Anfrage: Unsere Partner sind vertraglich verpflichtet, alle geltenden gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Das werde auch überprüft. Die Zusammenarbeit mit dem Chef von Lovepreet Singh habe man beendet. So eine Firma, milliardenschwer in so vielen Ländern aktiv. Ich glaube nicht, dass die interessiert, was in Berlin passiert. Auch er will nicht erkannt werden. Dheeraj Tyagi. Auch er liefert Essen aus für Uber Eats und ist ebenfalls bei einem Subunternehmen angestellt. Denn Uber Eats selbst beschäftigt keinen einzigen Fahrer direkt. Du wirst nach Auslieferung bezahlt, nicht nach Stunden. Wenn viele bestellen, dann kannst du ganz gut verdienen. Aber wenn du da draußen bist und keiner was bestellt, dann gibt's auch kein Geld. Ganz egal, ob du da 10 oder 12 Stunden unterwegs bist. Eigentlich dürfte er als Student gar nicht so viel arbeiten. Nur 20 Stunden in der Woche sind erlaubt, doch das reicht nicht zum Leben. Und einen besseren Job findet er bislang nicht. Das passiert mit den Studenten in Berlin. Und es kommen ja immer mehr. Und ich finde, wir sollten zumindest anständig bezahlt werden, wie Europäer. Wir sind ja nicht hierher gekommen, um unterdrückt zu werden. Nach mehr als 10 Stunden kommt Dheeraj nach Hause. Hier wohnt er mit 4 anderen jungen Männern aus Indien. Auch sie kamen zum Studieren. Sie arbeiten alle bei Lieferdiensten. Ich komme aus einer sehr kleinen Stadt. Da bin ich zu einem Mann hin und habe ihm gesagt, dass ich nach Deutschland gehen will, um dort meinen Master zu machen. Und er meinte, okay, ich bringe dich an eine Privatuni. Dafür kriege ich 2.000 € von dir. Wie Dheeraj Tyagi erhoffen sich viele junge Menschen in Indien durch ein Studium in Deutschland eine bessere Zukunft. Seit einem Migrationsabkommen im März 2023 ist die Zahl um 50% gestiegen, auf rund 60.000. Inder sind inzwischen die größte ausländische Studentengruppe in Deutschland. Der Kontakt zu den deutschen Unis läuft oft über Vermittlungsagenturen, wie dieser. Wir machen viel Online-Marketing. Außerdem kommen viele Studenten über Mundpropaganda zu uns, also auf Empfehlung von Freunden oder Familie. Und wir haben in ganz Indien Partnerschaften mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Die bewerben dann auch unsere Vermittlungsprogramme und schicken uns Studenten. Besonders über Social Media werben zahlreiche Agenturen mit aufwendigen Kampagnen für ein Studium in Deutschland. Für jeden Studenten erhalten sie eine Provision. Planning to study in Germany? Is Germany your dream destination? Und sie vermitteln so viele sie können. Wenn Studienanwärter gute Noten haben, dann werden sie von öffentlichen Unis angenommen. Aber wenn sie schlechte Noten haben, nehmen die sie nicht. Dann schicken wir sie meist an private Hochschulen.
Auch er hat sich von einer Agentur für ein Studium nach Deutschland vermitteln lassen. Pamod Kumar. Er ist die Hoffnung seiner Familie. Ich erzähle meiner Familie nichts von meiner Lage hier. Ich will nicht, dass meine Eltern Kummer haben wegen mir, weil sie von dort nichts machen können. Meine Familie hat nicht so viel Geld, sie können mich nicht noch mehr unterstützen. Sie haben ja schon den Kredit für mich aufgenommen. Etwa 2 Millionen Rupien, das sind 20.000 Euro. Die Hälfte dieses Geldes muss er auf ein Konto überweisen, von dem er sich monatlich knapp 1.000 Euro auszahlen darf. Als Bedingung für den Aufenthalt in Deutschland. Die andere Hälfte braucht er für die Studiengebühren. Pamod hatte sich an der Internationalen Hochschule eingeschrieben, eine private Hochschule, für einen Master in Datenmanagement. Auf der Website sieht alles so gut aus. Die Fotos, der Campus, alles sehr gut. Und es hieß ja auch, dass die Uni einen guten Ruf hätte. Deshalb habe ich mich für diese Uni entschieden. Die Internationale Hochschule, kurz IU, ist die größte Hochschule Deutschlands mit 130.000 Studierenden. Die Studiengänge kosten zwischen 9.000 und 16.000 Euro. Die IU hat knapp 40 Standorte in ganz Deutschland. In Berlin studieren 5.500 Menschen, fast die Hälfte kommt aus Indien. Der Berliner Campus liegt hier, im hinteren Teil einer Einkaufspassage. Als ich dann hier ankam und die ganzen Shops gesehen habe, das war also nicht das, was ich erwartet habe. Nicht mal 1% davon, also das war eher das Gegenteil. Vom ersten Tag an hatte ich das Gefühl, ich bin reingelegt worden. Also falsch informiert. Und ich kann das Gefühl nicht gut beschreiben, aber mich quälte das sehr in dieser Zeit. Als wir bei der Hochschulleitung nachfragen, schreibt sie, dass sich der Campus über 6 Stockwerke erstrecke. Mit zahlreichen Seminarräumen, Arbeits- und Lernbereichen. Darauf, dass sich Studierende wie Pamod Kumar getäuscht fühlen, geht sie nicht ein. Pamod Kumar wurde im letzten Semester schwer krank. Dadurch konnte er seine Studiengebühren nicht mehr zahlen. Kein Geld, keine Arbeit, kein Studium. Ich weiß gar nicht, wie ich diese Situation gerade durchstehen kann. Er wurde exmatrikuliert. Damit droht der Verlust seiner Aufenthaltserlaubnis. Für eine neue braucht Pamod dringend Arbeit. Die hohen Studiengebühren an den Privathochschulen setzen viele indische Studierende von Anfang an unter finanziellen Druck. Ohne gute Deutschkenntnisse gibt es allerdings kaum Jobs. Als Lieferkurier braucht man kein Deutsch. Oft werden unter den Studierenden die WhatsApp-Nummern der Flottenpartner weitergegeben. Wer in einer Flotte arbeiten will, muss erst einmal zahlen. Flottenpartner verlangen zwischen 50 und 1.000 Euro, quasi als Aufnahmegebühr. Ein Kurierfahrer führt uns zu einem Coworking Space in der Nähe des Potsdamer Platzes. Mit versteckter Kamera zu einem Mann, der behauptet, eine Flotte für Uber Eats zu eröffnen. Er kontrolliert die Krankenkassenkarte und den indischen Pass. Auf einer Liste sammelt er die Namen der neuen Fahrer. Über 80 sind es bereits. Von jedem hat der Mann 500 Euro kassiert. Wofür eigentlich? Wir müssen ja deinen Arbeitsvertrag machen und da alles eintragen. Deine Sozialversicherungsnummer und deine Krankenversicherung und das alles. Entweder du zahlst das oder ich kann dir nicht helfen.
Solche Zahlungen zu verlangen, ist gesetzlich verboten. Am Berliner Arbeitsgericht hofft Shivani Sharma auf ihren ausstehenden Lohn. Doch die Verhandlung endet nicht gut für sie. Der Richter entscheidet, dass Volt sie nicht bezahlen muss. Denn sie sei nicht bei Volt angestellt gewesen, sondern bei einem Subunternehmen. Das sei für sie zuständig. Doch Shivani kennt dieses Unternehmen gar nicht. Wenn wir das Essen bringen und dann fragt der Kunde, wer ist denn da? Dann sagen wir, Volt. Aber wenn es einen Konflikt gibt, dann heißt es, ihr seid ja gar nicht von Volt. Vor Gericht erklärt Volt, dass dieses Subunternehmen, bei dem Shivani angestellt gewesen sei, die Imox GmbH war. Mit der Imox hatte Volt diesen Vertrag geschlossen, um die Zusammenarbeit zu regeln. Volt stellt die Technologie, die Imox die Fahrer. Unterschrieben wurde der Vertrag von den damaligen Geschäftsführern von Volt und dem Geschäftsführer der Imox. Er hat nur mit seinem Vornamen unterschrieben: Jarosław. Hier soll die Imox ihre Niederlassung haben. In einem Dorf in Brandenburg, über eine Autostunde von Berlin entfernt. Laut Handelsregister sollen das die Geschäftsräume sein. Bis heute. Wie das sein kann, fragt sich auch Shivanis Anwalt Martin Bechert. Diese Imox ist ja eine GmbH, die hat einen Geschäftsführer. Haben Sie den versucht zu erreichen? Konnten Sie den erreichen? Nein, also es ist meiner Ansicht nach kein echtes Unternehmen. Das ist eine reine Hülle. Da gibt es nichts. Das ist eine Eintragung im Handelsregister und ein Postkasten vielleicht. Und wofür ist das da? Das ist nur dazu da, um deutsches Arbeitsrecht und vielleicht auch andere Rechte, die man ansonsten in Verbindung damit hat, abzugeben und zu umgehen. Doch Beweise dafür zu finden, ist schwierig. Der Geschäftsführer der Imox, Jarosław T., taucht im Handelsregister noch als Chef zweier weiterer Firmen in Deutschland auf. Ein Handelsunternehmen, das unter seiner Geschäftsadresse in der Berliner Gropiusstadt nicht zu finden ist. Und ein Bauunternehmen, das gar keine Räume hat. Seine letzte bekannte Meldeadresse in Deutschland entpuppt sich als verlassener Dorfladen. Inzwischen soll der Geschäftsführer Jarosław T. hier wohnen, in der polnischen Großstadt Poznań. Das geht aus Unterlagen einer tschechischen Firma hervor, deren Direktor er ebenfalls sein soll. Seine Anschrift führt zu einer Kleingartensiedlung am Stadtrand. Das ist seine Adresse, aber er ist nicht da. Guten Tag. Wir suchen den Herrn Jarosław. Kennen Sie den? Was gibt's? Na, wissen Sie, wir kommen aus Berlin und machen einen Film und er ist Geschäftsführer von 4 Unternehmen. Berlin. Killer, komm her! Ach so, Killer. Mhm. Es geht um so Unternehmen wie Volt. Die Nachbarn erzählen, dass er sich hier oft aufhalte. Doch meist sei er betrunken und man wisse nicht, wo er sei. Nach mehreren Tagen Suche sehen wir diesen Mann. Jarosław? Ja, Guten Tag, freut mich. Wir suchen Sie, weil vielleicht können Sie uns ja was dazu sagen. Sie sind Geschäftsführer von mehreren Unternehmen in Deutschland. Haben Sie was davon gehört? nein. Die Firma hier hatte 50 Mitarbeiter. Und diese Firma ist in Luckau, Brandenburg registriert. Haben Sie was von gehört? Ich weiß nicht einmal, wo es ist. Sie haben keine Ahnung, wahr? Wissen Sie was? Diese Firma hier, ich erzähle Ihnen das jetzt mal, diese Firma hier hatte einen Vertrag mit dem Unternehmen Volt. Haben Sie davon was gehört? Nein. Firma Volt? Schon mal gehört, ja. Irgendwas mit Essen? Liefern, oder? Gibt's auch in Polen, aber
Aber hier steht, dass Sie, sehen Sie mal hier, Ihr Name, die sehen Sie? Ja, ich sehe es. Dass Sie den Vertrag mit einem Henrik Riedl abgeschlossen haben. Wissen Sie nichts davon? Ich kenne den Kerl nicht. Das höre ich alles zum ersten Mal. Ernsthaft? Deutschland, was? Das ist ein Schock. Vor Gericht behauptet Volt, mit diesem Mann aktiv zusammengearbeitet zu haben. In einem Schriftsatz heißt es, die Imox und Volt hätten einen Gemeinschaftsbetrieb mit einem Leitungsapparat gebildet, der gemeinsam die konkreten Einsätze plante und leitete. Und dieser Apparat habe aus dem Geschäftsführer des Flottenpartners, also Jarosław T., und Führungsmitgliedern von Volt bestanden. Ich habe meinen Inder gesehen. Einmal in der Straßenbahn. Ich habe mit denen nichts zu tun. Ich verstehe gar nicht, worum es geht. Sehe ich aus wie ein Chef? Sie haben hier mein Haus gesehen, das Grundstück. Wäre ich der Boss von 50 Leuten, würde ich hier leben? Jarosław T. wurde als Strohmann benutzt. Er ist jemand, der von den Geschäften, die er leiten soll, überhaupt nichts weiß und nur zum Schein eingesetzt wurde. Von wem? Und wozu? Volt schreibt auf Anfrage, dass Verträge wie mit der Imox der klaren Regelung von Verantwortlichkeiten dienen. Sie dienen nicht dazu, arbeits- und sozialrechtliche Pflichten zu umgehen. Und die Zusammenarbeit mit der Imox GmbH wurde Anfang Januar 2023 beendet, nachdem Verstöße gegen unsere Vorgaben festgestellt wurden. Zum Strohmann-Geschäftsführer der Imox und ihren Aussagen vor Gericht wollen sie nichts sagen. Wir zeigen Shivani Sharmas Rechtsanwalt ein Bild von Jarosław T. Ja, genau. Das deckt sich ja mit meinen Erwartungen. Und das zeigt, was für ein Spiel hier Volt treibt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass in diesem gesamten Bereich organisierte Kriminalität anfängt zu wachsen und dass die App-Betreiber selbst das auch jedenfalls nicht verhindern. Also Kriminogene, ich sage, das ist so, die bereiten den Boden für Kriminelle wirklich in Deutschland. Auch der Chef von D-Rich könnte ein Krimineller sein. Nach ihm fahndet der moldawische Grenzschutz mit einem internationalen Haftbefehl. Trotzdem leitet er in Berlin ein Subunternehmen von Uber Eats. Die Arbeitsbedingungen dort wollen D-Rich und die anderen Fahrer nicht mehr akzeptieren. Es gab vorher noch nie einen Streik bei Uber. Das ist eine richtig große Sache, weil sowas haben indische Studenten in Deutschland noch nie gemacht. In einer WhatsApp-Gruppe mit 700 Fahrern organisieren sie sich. Ihr Ziel, dass möglichst viele Fahrer Lieferaufträge ablehnen. Die Beteiligung war richtig, richtig gut. Ich habe fast keine Räder mehr auf der Straße gesehen. In Mails richten die Fahrer ihre Forderung nach mehr Gehalt an Uber Eats. Doch deren Subunternehmer reagiert auf den Streik mit einer WhatsApp-Nachricht. Leute, wenn euch irgendjemand auf der Straße anhält, zeigt mir einfach sein Gesicht. Wenn der nicht weiß, was Mafia ist, dann zeigen wir ihm, was Mafia ist. Die Chefs der Subunternehmen haben es auf die Anführer des Streiks wie D-Rich Tyagi abgesehen. Macht ein Foto und ich komme mit meinen Jungs und wir ficken ihn. Den Drohungen folgt ein Angriff. 2 Chefs schlagen einen der Streikenden krankenhausreif. Und D-Rich Tyagi wird rausgeworfen. Die diesen, wie nennt ihr das, Protest unterstützen. Hört auf zu arbeiten. Wir schicken euch die Kündigung. Unterschreibt sie und vielen Dank. Bei Uber Eats kann dich ein Flottenpartner jederzeit entlassen. Da gibt's keine Ankündigungsfrist oder so. Schon am nächsten Tag kann D-Rich sich nicht mehr einloggen. Ich hatte einen Job und in der nächsten Sekunde war ich auf Arbeitssuche. So einfach ist das. Ganz anders war bisher die Situation bei Lieferando. Hier sind die Fahrer direkt angestellt. Es gibt Betriebsräte und es wird legal gestreikt. Und das ist nicht
gerecht, dass sowas nur mit Mindestlohn bezahlt wird. Aber wir fordern Lieferando auf, 15 € mindestens für diese Arbeit zu vergüten. Und das ist auch durchaus drin. Sie wollen aber auch Bedingungen wie bei der Konkurrenz von Lieferando verhindern. Seit Monaten baut Lieferando eine Schattenflotte auf. Das heißt, Beschäftigte werden bei Subunternehmern angestellt. Lieferando gibt Verantwortung ab. Verantwortung für Arbeitssicherheit, für Arbeitsschutz, für Einkommen der Beschäftigten. Bislang waren Kuriere bei Lieferando festangestellt. Doch seit Anfang 2025 baut auch Lieferando die Zusammenarbeit mit sogenannten Flottenpartnern aus. Mit Folgen für viele Fahrer. Berlin-Neukölln im Juni. Etwa 60 Essenskuriere versammeln sich in einer Kiezstraße, nachdem sie von ihren Chefs über WhatsApp dorthin beordert wurden. Das Bargeld, es sollen schätzungsweise 50.000 € sein, wird mit einem Auto gebracht und an einen Boten übergeben, in Orange. Die Fahrer sollen in kleinen Gruppen warten, in den Nebenstraßen verteilt. Dann gibt es die Briefumschläge mit dem Bargeld. Auch hier soll es sich um Schwarzgeld handeln. Die Fahrer haben nicht einmal Arbeitsverträge, berichten sie uns. Diese Flotte, um die es hier gehen soll, heißt Fleetlery, das wichtigste Subunternehmen von Lieferando, mit 3.000 Fahrern deutschlandweit aktiv. Fleetlery sitzt in Hamburg. Am Firmensitz in der Speicherstadt ist ein Coworking Space, in dem sich Fleetlery mit 40 weiteren Firmen einen Briefkasten teilt. Auf Nachfrage zu den Vorgängen in Berlin-Neukölln schreibt Fleetlery: Fleetlery zahlt keine Löhne in bar aus, weder direkt noch über autorisierte regionale Partnerunternehmen. Sollten Personen in unserem Namen auftreten, ohne autorisiert zu sein, handelt es sich um unautorisierte Dritte. Fleetlery setzt klare vertragliche Vorgaben durch und überprüft laufend deren Einhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten All Hands dieses Jahr. Eine interne Mitarbeiterinformation von Lieferando im Juli 2025. Wir haben einfach einen unglaublich guten Weg eingeschlagen bis hierher und dafür möchte ich mich bei euch persönlich herzlich bedanken. Wie ihr aber wisst, haben wir einige Veränderungen vor uns. Lieferando setzt eben auf festangestellte Fahrer und Fahrerinnen und unser derzeitiges System ist nicht agil genug. Wenige Tage zuvor verkündete das Unternehmen die Entlassung von 2.000 Fahrern ab dem Jahreswechsel. Das sind 1/5 aller Kuriere. Um noch mehr auf Subunternehmen zu setzen, damit die Auslieferung agiler und effizienter werde. Und wir erinnern uns daran, dass wir auch in diesen schwierigen Zeiten mit diesen sehr vielen Veränderungen als Unternehmen unsere Werte eben hochhalten wollen, unsere Werte wie Vielfalt, Toleranz und Inklusivität weiterhin vertreten wollen und natürlich auch weiterhin für euch da sind. Zum Outsourcing schreibt Lieferando uns: Die Auswahl unserer Flottenpartner folgt klaren Regeln und wir verpflichten sie nicht nur zur Einhaltung aller Rechte und Gesetze, wir führen regelmäßige Prüfungen durch. Und sollten uns Verstöße bekannt werden, ergreifen wir geeignete Maßnahmen bis hin zur Beendigung der Zusammenarbeit. Nach dem Gerichtsurteil will Shivani Sharma noch nicht aufgeben. Sie geht in die nächste Instanz. Wir zeigen ihr das Bild von ihrem vermeintlichen Chef aus Poznan. Wir sind nach Polen gefahren, um ihn zu suchen. Und haben ihn gefunden. Ihr wart dort? Ja, wir waren da und das hier war dein offizieller Chef. Jetzt sieht man doch, das ist alles fake. Alles daran, alles fake.
Das ist doch nicht... Also, wenn dem die Firma gehört, warum haben wir ihn dann nie gesehen? Volt stammt aus Finnland. In diesem Gebäude in der Hauptstadt Helsinki liegt die Zentrale für das weltweite Geschäft. Erst vor kurzem neu bezogen und von den Mitarbeitern der Zentrale gefeiert. This is our new office. In einem aufwendig produzierten Video auf YouTube veröffentlicht, preisen sie die Vorzüge des neuen Firmensitzes. This is how we get lunch. This is where we take calls. This is where we don't take calls. This is where we talk about funny things that happened on calls. Shivani zeigt uns die Wohnung, in der sie zuvor gelebt hat. Das war komplett kaputt. Du konntest nicht mal duschen. Da war ja dieses Haus auf der anderen Seite. Dann hätten die Nachbarn von gegenüber dich dabei gesehen. Und wie hoch war die Miete? Für ein Zimmer 1.000 Euro. Da haben noch 3 weitere Leute gelebt. 2 haben sich ein Zimmer geteilt. Und einer hat eins allein gehabt. Inzwischen wohnt sie besser, aber auch nicht mehr lange. Denn in dieser Wohnung leben sie und ihr Mann nur auf Zeit. Hier sind wir seit 8 Monaten. Nach einem Jahr müssen wir hier raus. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Jetzt bin ich schwanger und der Mietvertrag läuft aus. Wir müssen irgendwas finden und bisher haben wir noch nichts. Mit den Wohnungen, das ist ein Riesenproblem für Studenten. So geht es eigentlich allen indischen Studierenden. Begrenzte Aufenthaltserlaubnis, wenig Einkommen. Eine toxische Mischung für den überteuerten Mietenmarkt. Dadurch kommt es zu Angeboten wie diesen. 600 Euro für eine Schlafkammer. Für Dheeraj Tyagi gibt es hingegen gute Neuigkeiten. Ich habe jetzt einen anderen Job, bin nicht mehr bei diesem Chef. Deshalb kann ich jetzt mein Gesicht zeigen. Ein Freund hat ihn zu einer großen Supermarktkette vermittelt. Fester Vertrag, Mindestlohn, der auch gezahlt wird. Und er traut sich, zum Arzt zu gehen, wenn er krank ist. Jetzt fühle ich mich viel sicherer, dass ich immer am 1. des Monats bezahlt werde. Jeden Monat. Und keiner kann mein Gehalt kürzen und ich bin nicht von Zufall abhängig. Seit ich den neuen Job habe, blicke ich ganz anders auf die Welt. Mit seinem Studium ist Dheeraj mittlerweile fertig. Das ist meine Uni, BSBI. Hier habe ich meinen Master gemacht. Die Berlin School of Business and Innovation, kurz BSBI. Wie die internationale Hochschule IU, eine private Einrichtung. Eigentlich ist das hier ziemlich klein. Da rechts, das ist alles Snipes, der Sneakerladen. Ich glaube nicht, dass irgendeine andere Uni Snipes am Campus hat. Naja, so ist das hier. Dheerajs Masterstudiengang kostet knapp 10.000 Euro. Einen guten Job hat ihm das bisher nicht gebracht. Er tauscht sich mit anderen Studenten aus. Es ist eine Privatuni, aber die ist gut. Gut? Besser als eine öffentliche? Ja. Besser als eine öffentliche? Glaubt ihr, dass ihr nach dem Abschluss eine bessere Chance auf einen Job habt? Oh, das ist eine große Frage für alle Studenten hier.
Viele Firmen, bei denen ich mich beworben habe, sagen, dass es sehr einfach ist, an die BSBI zu kommen. Deswegen nehmen die keine BSBI-Absolventen. Wenn du die Chance hättest, würdest du jetzt auf eine öffentliche Universität wechseln? Das geht nicht. Ich habe jetzt schon 2 Jahre hier Studiengebühren bezahlt. Und zwar sehr viel, 8.000 im Jahr. Die indischen Studierenden sprechen allesamt von einer Universität. Dabei ist die BSBI weder eine Universität noch irgendeine andere Art von Hochschule. Es handelt sich um eine sogenannte sonstige Bildungseinrichtung, die mit Hochschulen aus dem Ausland kooperiert. Das nennt sich Franchising. Das heißt, die BSBI bietet Abschlüsse ausländischer Hochschulen an und lehrt nach deren Lehrplänen. Zum Beispiel von der italienischen Online-Universität Uninettuno. Diese Abschlüsse seien in Deutschland staatlich anerkannt, erklärt die BSBI auf ihrer Webseite. Doch ob das stimmt, daran gibt es starke Zweifel. Die in Deutschland für die Anerkennung ausländischer Abschlüsse zuständige Zentralstelle ZAB stellt auf Anfrage klar, die englischsprachigen Abschlüsse der italienischen Uninettuno, die nach Kompetenzvermittlung an der BSBI verliehen werden, werden in Deutschland nicht anerkannt, da es sich nicht um reguläre Abschlüsse nach dem italienischen Hochschulgesetz handelt. Inzwischen werden solche Franchise-Kooperationen vom Land Berlin nicht mehr neu zugelassen. Dafür wurde das Hochschulgesetz geändert, wegen Sorgen um die Qualität der Ausbildung. Bestehende Institutionen wie die BSBI dürfen aber weiterarbeiten. Die Muttergesellschaft der BSBI betreibt auch eine Studierendenunterkunft. In Zossen, südlich von Berlin. Der Preis laut Webseite ab 599 € im Mehrbettzimmer. Auf unsere Anfrage widerspricht die BSBI der Zentralstelle für die Anerkennung ausländischer Studienabschlüsse und behauptet, dass die Abschlüsse ihrer Studenten von staatlich anerkannten internationalen Hochschulen verliehen werden und dass deshalb eine Anerkennung in Deutschland nicht erforderlich sei. In Indien werden weiter Studierende an Einrichtungen wie die BSBI vermittelt. Es gibt nicht so große Qualitätsunterschiede bei den privaten Unis, das kommt auf die einzelnen Kurse an. Aber über Business Schools wie die BSBI, da gibt es ja sehr gemischte Berichte. Ja? Kein Kommentar dazu. Haben Sie darüber nachgedacht, die Kooperation mit Unis wie der BSBI zu beenden? Kein Kommentar. Die deutsche Botschaft in Indien. Sie wird geleitet von Philipp Ackermann. Der Botschafter begrüßt Einwanderung von Studierenden und Fachkräften nach Deutschland. Er nimmt aber auch eine Fehlentwicklung wahr. Es gibt eine Gruppe Inderinnen und Inder, vor allen Dingen Inder, muss man sagen, die uns ein bisschen Kopfzerbrechen machen, weil die an Einrichtungen gehen, die wir kritisch sehen. Und warum sehen wir die kritisch? Das sind private, hochschulähnliche Einrichtungen, oft auch mit einem ausländischen Hintergrund, die hier aggressiv Werbung machen auf dem indischen Markt. Und wir haben Hinweise darauf, dass viele dieser Studierenden so in einem Schuldenkreis enden, weil sie die Gebühren zahlen müssen und die eben exzessiv arbeiten, oft auch in Schwarzarbeitsverhältnissen sind und auch in prekären Wohnverhältnissen wohnen. Das kann nicht unser Interesse sein. Dheeraj denkt heute viel über die Entscheidungen nach, die er getroffen hat. Ich glaube, wenn man in ein fremdes Land kommt, denkt man, sowas passiert mir nicht. Die sind Versager. Ich gehe dahin und finde einen Job. Ich arbeite härter, bin schlauer, sowas. Man weiß vorher nicht, wie es hier ist. Woher denn?
Ich hatte keine Ahnung von öffentlichen und privaten Unis, keine Ahnung von Jobs hier. Wenn man wüsste, wie schlecht die Situation ist, würde man doch in Indien bleiben und was anderes machen. Hello everybody. It's a big day for us. Im September 2025 ruft ein selbstorganisiertes Fahrerkollektiv, das Lieferando Workers Collective, zur Demo in Berlin auf. Es geht auch hier gegen das Outsourcing in der Lieferbranche und darum, dass sich diese Zustände nicht in andere Branchen ausbreiten. Wir sind hier heute nicht vor der Lieferando-Zentrale, weil das nur Lieferfahrer was angeht. Das hier betrifft alle. Diese kriminellen Subunternehmer sind inakzeptabel. Wir wollen legale Arbeit. Wir wollen gleiche Rechte für migrantische Arbeiter. Die sollen nach deutschem Recht bezahlt werden. Wir müssen dem ein Ende bereiten. Die Lieferkuriere fordern Gerechtigkeit. Dafür braucht es neue Gesetze. Hier könnte man sie auf den Weg bringen, im Bundesarbeitsministerium. Seit November gelten Lieferdienste als Risikobranche für Schwarzarbeit und können stärker kontrolliert werden. Jetzt soll es um das Geschäftsmodell der Digitalkonzerne an sich gehen. Zu sagen, ich biete hier nur eine digitale Plattform und ich habe null Verantwortung für die Menschen, die dort arbeiten und habe einen enormen Profit auf Kosten dieser Menschen, die da ausgebeutet werden, ist für mich nicht tragbar. Deswegen gibt es ja auch auf der EU-Ebene eine Richtlinie, die wir jetzt auch in nationales Recht umsetzen wollen. Ende 2026 soll es soweit sein. Doch diese Richtlinie sagt gar nichts zu Subunternehmen. Aus Sicht der betroffenen Fahrer zählt aber vor allem das: Subunternehmer in dieser Branche zu verbieten. Und natürlich, wenn ich die Menschen direkt anstelle, dann habe ich auch eine Verpflichtung der Arbeitgeber, alles, was wir an nationalem Recht haben, auch einzuhalten. So, und deshalb prüfen wir das. Also ich bin schon dafür, dass wir es rechtlich hinbekommen, aber es ist nicht ganz einfach, das will ich dazu sagen. Shivani Sharma erwartet die Geburt ihres Kindes. Ihre Familie in Indien verfolgt ihr Leben aus der Ferne. Ich rede viel mit meiner Familie. Die wissen über alles Bescheid. Die Sache mit Void, die Wohnungssituation. Mein Vater sagt dann, du kannst nicht aufgeben. Ich meine, nur wer was falsch macht, rennt weg. Aber wenn wir nichts Falsches machen, warum sollen wir dann wegrennen? Deswegen sind wir immer noch hier. Sie halten das Geschäft mit den Essenslieferungen am Laufen. Junge Menschen aus Indien. Das Studium brachte sie nach Deutschland. Die Schulden zu den Lieferdiensten. Als ich beim Ausliefern an dieser riesigen Arena, Uber Eats Arena, vorbeigefahren bin, dachte ich, wow, die haben uns wirklich ausgesaugt. Und die Leute sehen bestimmt die Arena und denken, oh, das muss eine richtig gute Firma sein, die ihre Mitarbeiter gut behandelt, weil die Mitarbeiter so hart arbeiten und die Firma doch aufgebaut haben.